Lektion 1: Taxisicherheit. Mir ist aufgefallen, dass es außerhalb der Ankunftshalle viele inoffizielle Transportdienste gibt. Bei der Nutzung von Taxis an Flughäfen ist unbedingt Vorsicht geboten. Ich suche immer den offiziellen Taxistand auf, um sicherzustellen, dass der Service reguliert ist. Das ist eine sehr kluge Angewohnheit. Vereinbaren Sie immer einen Fahrpreis, bevor Sie in das Fahrzeug einsteigen. Manche Fahrer versuchen, ahnungslosen internationalen Touristen deutlich höhere Preise abzuverlangen. Es handelt sich um ein kontroverses Thema, das viele Großstädte durch eine bessere Beschilderung zu lösen versuchen. Um Mitfahrrads wird viel Aufhebens um die vermeintlich sicherere Alternative gemacht. Diese Dienste bieten mehr Transparenz hinsichtlich des Preises und der Identität des Fahrers. Glauben Sie, dass traditionelle Taxis mit diesen modernen digitalen Plattformen konkurrieren können? Es handelt sich um eine viel diskutierte Debatte in der Transportbranche, die zu zahlreichen Protesten geführt hat. Ich persönlich bevorzuge den Komfort einer Anwendung, mit der ich meine Reise verfolgen kann. Das bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, insbesondere bei Reisen in eine fremde Stadt. Ich werde dafür sorgen, die lokale Anwendung herunterzuladen, sobald ich an meinem Zielort gelandet bin. Bitte denken Sie daran, das Kennzeichen des Autos zu überprüfen, bevor Sie einsteigen. Das werde ich selbstverständlich tun. Sicherheit sollte für jeden Reisenden immer oberste Priorität haben. Ich hoffe, Ihr Flug ist angenehm und der Übergang zum Hotel verläuft reibungslos. Danke, Anna. Ich schätze deine praktischen Ratschläge für meine bevorstehende Reise. Wir sollten uns Nachrichten austauschen, sobald wir beide sicher an unserem Zielort angekommen sind. Das werde ich tun. Guten Flug und wir sprechen uns sehr bald wieder. Lektion 2: Tropische Vorbereitung. Wir müssen sicherstellen, dass unser Gepäck alle notwendigen Dinge für das karibische Klima enthält. Ich stimme zu. Bitte packen Sie unbedingt Sonnencreme, bequeme Strandkleidung und eine wasserdichte Tasche ein. Ich habe die Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor bereits im Seitenfach meiner Tasche verstaut. Das ist hervorragend, da der UV-Index in dieser Region in dieser Jahreszeit bemerkenswert hoch ist. Gibt es eine bestimmte Art von Schuhen, die Sie für sandiges Gelände empfehlen würden? Strapazierfähige Sandalen sind notwendig, aber Sie sollten auch Wasserschuhe für die felsigen Gebiete mitbringen. Ich werde diese sofort in die Bestandsliste aufnehmen, um Versäumnisse in letzter Minute zu vermeiden. Aktuell gibt es eine viel diskutierte Frage zur Umweltverträglichkeit bestimmter Sonnenschutzmittel. Tatsächlich ist in vielen tropischen Reisezielen mittlerweile die Verwendung griffschonender Bioprodukte vorgeschrieben. Es ist ein kontroverses Thema, aber der Schutz des marinen Ökosystems ist unsere gemeinsame Verantwortung. Ich habe mich für eine biologisch abbaubare Marke entschieden, um die örtlichen Umweltauflagen zu erfüllen. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung, die mit unserem Engagement für nachhaltiges Reisen übereinstimmt. Glauben Sie, dass für das Abendessen im Resort formelle Kleidung erforderlich ist? Für die eleganteren Etablissements sollte ein leichtes, formelles Outfit ausreichen. Ich werde meinen Leinenanzug einpacken, da er sowohl elegant als auch der Hitze angemessen ist. Bitte vergessen Sie nicht, den universalen Netzadapter für unsere elektronischen Geräte beizulegen. Ich habe den Adapter und den tragbaren Akku bereits in meinem Handgepäck verstaut. Wir scheinen für diese bevorstehende Küstenexpedition bemerkenswert gut vorbereitet zu sein. Ich bin zuversichtlich, dass unsere sorgfältige Planung zu einem äußerst angenehmen Urlaub führen wird. Lektion 3: Rückschläge überwinden.
Ich war bestürzt, von den Komplikationen zu hören, die Sie während Ihrer Auslandsreise erlebt haben. Es handelte sich gewiss um eine Verkettung unglücklicher Umstände, darunter ein verlorener Reisepass und ein verspäteter Flug. Ich bin beeindruckt, dass Sie den Rest Ihrer Reise trotz des Rückschlags genießen konnten. Ja, ich habe mir dadurch nicht die Freude an der Sache verderben lassen. Ich habe es einfach als unerwartete Herausforderung betrachtet. Das ist eine sehr reife und positive Einstellung, die man in einer schwierigen Situation bewahren sollte. Mir wurde klar, dass ich meine begrenzte Urlaubszeit nur verschwenden würde, wenn ich über das Unglück nachgrübeln würde. Hat Ihnen die örtliche Botschaft ausreichend Hilfestellung hinsichtlich Ihrer verloren gegangenen Reisedokumente geleistet? Sie arbeiteten außerordentlich effizient und stellten innerhalb von 24 Stunden ein Notfalldokument aus. Das ist ein viel diskutiertes Thema in Reiseforen. Die Effizienz der konsularischen Dienstleistungen ist sehr unterschiedlich. Es ist umstritten, in welchem Umfang eine Fluggesellschaft für verpasste Anschlussflüge verantwortlich sein sollte. Ich bin der Meinung, dass Sie den Passagieren zumindest eine grundlegende Unterkunft und Verpflegung bieten sollten. Zum Glück hatte ich eine umfassende Reiseversicherung, die den Großteil der zusätzlichen Kosten abdeckte. Ich werde stets sicherstellen, dass meine Versicherungspolige aktiv ist, bevor ich eine Reise antrete. Es bietet ein hohes Maß an innerer Ruhe und Gelassenheit, wenn die Dinge nicht wie geplant laufen. Was war der einprägsamste Teil Ihres Besuchs, nachdem die Probleme gelöst waren? Die Architektur im historischen Viertel war wirklich atemberaubend und die Mühe absolut wert. Es freut mich, dass Sie so wundervolle Erinnerungen haben, die die anfängliche Frustration ausgleichen. Es hat mir gezeigt, dass Flexibilität die wichtigste Eigenschaft für jeden Vielreisenden ist. Deine Widerstandsfähigkeit ist wirklich bewundernswert und ich bin froh, dass du sicher nach Hause zurückgekehrt bist. Lektion 4: Technische Wunderwerke. Die Ingenieursleistung, die erforderlich war, um zwei riesige Ozeane zu verbinden, ist wahrlich ein Beweis für menschlichen Erfindungsgeist. Um ein Schiff 327 Fuß nach oben zu befördern, würde das Schiff in eine Schleuse mit wenig Wasser einfahren. Anschließend wird durch die Schwerkraft weiteres Wasser in die Kammer geleitet, um das Gefäß auf die nächste Ebene zu heben. Es handelt sich um einen faszinierenden Prozess, der keine externen Pumpmechanismen erfordert. Die historischen Kosten für den Bau dieser Wasserstraße waren sowohl finanziell als auch menschlich immens. Tatsächlich bleibt es aufgrund der schwierigen Bedingungen, die die Arbeiter ertragen mussten, ein kontroverses Thema. Die Auswirkungen auf den Welthandel und die maritime Logistik waren jedoch absolut revolutionär. Um die kürzlich erfolgte Erweiterung zur Aufnahme wesentlich größerer, moderner Schiffe wird viel Aufhebens gemacht. Diese Neo-Panamax-Schiffe sind ein Trendthema in der internationalen Schifffahrtsbranche. Glauben Sie, dass alternative Routen wie beispielsweise die Arktispassage an Bedeutung gewinnen werden? Das ist ein umstrittenes Umweltproblem, das durch das Abschmelzen der Polkappen verursacht wird. Wir müssen die ökologischen Folgen solcher Veränderungen in der globalen Schifffahrt berücksichtigen. Aktuell bleibt der Kanal die effizienteste Route für den Großteil des Güterverkehrs. Die Präzision, die zum Passieren dieser Schleusen erforderlich ist für die Schiffskapitäne geradezu unglaublich. Sie sind auf ortsansässige, spezialisierte Lotsen angewiesen, die sie durch die engen Passagen lotsen. Die mechanische Einfachheit des Schließsystems empfinde ich als dessen elegantestes Merkmal. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie sich komplexe logistische Probleme mit grundlegenden physikalischen Prinzipien lösen lassen. Ich hoffe, die Schüler finden diese technische Erklärung hilfreich für die Erweiterung ihres Wortschatzes.
Ich bin sicher, dass Sie die historische und wissenschaftliche Bedeutung dieser Errungenschaft zu schätzen wissen werden. Lektion 5: Digitale Gewohnheiten. Ich habe diese Woche versucht, meine tägliche Bildschirmzeit auf 60 Minuten zu begrenzen. Ich habe mich auch schon zu einem ähnlichen Schritt entschlossen, aber am Ende werde ich immer wieder hineingezogen. Die Algorithmen sind darauf ausgelegt, unsere Aufmerksamkeit zu erregen und sie so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Vielleicht sollten wir uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen, indem wir unsere wöchentlichen Nutzungsberichte gemeinsam überprüfen. Das ist eine praktische Lösung, um sicherzustellen, dass wir in unseren digitalen Gewohnheiten diszipliniert bleiben. Es gibt eine viel diskutierte Frage nach den Auswirkungen ständiger Erreichbarkeit auf die psychische Gesundheit. Es handelt sich um ein kontroverses Thema, da die Technologie auch viele Vorteile für die soziale Interaktion bietet. Die Hürde um jede neue Anwendung kann jedoch ziemlich überwältigend und anstrengend sein. Ich habe festgestellt, dass ich viel produktiver bin, wenn ich mein Handy in einem anderen Raum aufbewahre. Ich werde diese Technik morgen früh ausprobieren, während ich an meiner Forschungsarbeit arbeite. Wir müssen uns unsere Zeit für sinnvollere Aktivitäten wie Lesen oder Wandern zurückgewinnen. Ich stimme zu. Die digitale Welt lenkt uns oft von der Schönheit der physischen Welt ab. Verspüren Sie Angst, etwas zu verpassen, wenn Sie offline sind? Gelegentlich, aber ich merke, dass die meisten Informationen im Internet nicht wirklich notwendig sind. Das ist eine sehr aufschlussreiche Erkenntnis, die vielen Menschen schwerfällt. Ich führe lieber ein tiefgründiges Gespräch mit einem Freund, als durch endlose Fotos zu scrollen. Ich sehe das genauso, authentische menschliche Beziehungen sind weitaus wertvoller als virtuelle Likes. Lasst uns für das kommende Wochenende eine komplette digitale Auszeit einlegen. Ich nehme diese Herausforderung an. Wir lassen unsere Geräte zu Hause und genießen die Natur. Lektion 6: Probleme am Arbeitsplatz. Offenbar ist die Espressomaschine heute Morgen wieder einmal defekt. Mir ging es genauso. Es war ziemlich frustrierend, es diese Woche schon zum dritten Mal kaputt vorzufinden. Was schlagen Sie vor, um dieses wiederkehrende Wartungsproblem zu lösen? Wir sollten einen formellen Antrag an den Büroleiter auf einen qualitativ hochwertigen Ersatz stellen. Ich stimme zu, das aktuelle Modell ist eindeutig unzureichend für die Bedürfnisse unserer gesamten Abteilung. Der Fokus liegt zunehmend auf dem Wohlbefinden der Mitarbeiter und der Bedeutung eines gut ausgestatteten Pausenraums. Manche mögen es als kontrovers empfinden, Firmengelder für luxuriöse Küchengeräte auszugeben. Es ist jedoch bekannt, dass die Schaffung eines angenehmen Arbeitsumfeldes die Gesamtproduktivität der Mitarbeiter steigert. Der Hype um flexible Arbeitsbereiche ignoriert oft die grundlegende Notwendigkeit funktionaler Ausstattung. Ich werde eine höfliche, aber bestimmte E-Mail an die Geschäftsleitung zu diesem konkreten Anliegen verfassen. Bitte geben Sie auch an, wie viele Stunden verloren gehen, wenn Mitarbeiter das Betriebsgelände verlassen, um Kaffee zu trinken. Das ist ein sehr logischer und überzeugender Punkt, den wir in unseren formellen Vorschlag aufnehmen sollten. Wir sollten außerdem ein Abonnement für Bio-Kaffeebohnen vorschlagen, um die Nachhaltigkeit zu fördern. Das wäre eine wunderbare Ergänzung, die mit den Umweltinitiativen unseres Unternehmens übereinstimmt. Glauben Sie, dass unsere Kollegen diese Petition unterstützen werden, wenn wir Sie bitten, sie zu unterschreiben? Ich bin mir sicher, dass alle die aktuelle Situation gleichermaßen satt haben und teilnehmen werden. Ausgezeichnet. Wir werden die notwendigen Unterschriften heute in der Mittagspause einholen. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir in diesem Büro zuverlässig eine Tasse Kaffee genießen können. Ich glaube, unser gemeinsames Handeln wird zu einer sehr positiven Veränderung für das Team führen.
Lektion 7: Zahlungsbedingungen. Wir müssen sicherstellen, dass die finanziellen Verpflichtungen in diesem Vertrag für beide Seiten vorteilhaft sind. Ich habe den Zahlungsrhythmus auf zweiwöchentlich angepasst. Das erscheint dem Berater fair. Nun wollen wir die konkreten Ergebnisse besprechen, die für jede Teillieferung erforderlich sind. Ich habe die Meilensteine klar aufgelistet, um jegliche Unklarheiten hinsichtlich der zu erwartenden Arbeit zu vermeiden. Das ist ein kluger Ansatz, denn klare Kommunikation beugt vielen beruflichen Streitigkeiten vor. Bei modernen Freiberuflern besteht ein Trend hin zu flexiblen Zahlungsstrukturen. Es ist ein kontroverses Thema, ob traditionelle Monatsgehälter überholt sind. Die Hilfe um die Gig-Ökonomie liegt nahe, dass Anpassungsfähigkeit die wichtigste Eigenschaft ist. Wir müssen auch eine Klausel über die Erstattung aller projektbezogenen Ausgaben aufnehmen. Ich werde darauf hinweisen, dass alle Belege innerhalb von 7 Tagen zur Genehmigung eingereicht werden müssen. Das wird unserer Buchhaltungsabteilung helfen, genaue und aktuelle Aufzeichnungen zu führen. Sind Sie der Meinung, dass wir einen Bonus für die vorzeitige Fertigstellung des Projekts anbieten sollten? Ein leistungsbezogener Anreiz könnte die Motivation des Beraters deutlich steigern. Ich werde einen weiteren Absatz verfassen, in dem die Kriterien für eine solche Belohnung erläutert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Sprache formell und in allen Rechtsordnungen rechtsverbindlich ist. Ich habe viel Erfahrung in der Ausarbeitung solcher professioneller Dienstleistungsverträge. Ich habe vollstes Vertrauen in Ihre Fähigkeit, dieses Dokument bis zum Nachmittag fertigzustellen. Ich werde Ihnen die überarbeitete Fassung in Kürze per E-Mail zur abschließenden Überprüfung zu senden. Vielen Dank, Anna. Ich weiß Ihre Sorgfalt bei der Bearbeitung dieser wichtigen Details sehr zu schätzen. Lektion 8: Werkliefe Balance. Viele Studierende sind derzeit noch unentschlossen, welches Studienfach die besten Zukunftschancen bietet. Ich glaube, dass Public Relations ein gutes Gleichgewicht zwischen Kreativität und Stabilität darstellen kann. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag, denn Kommunikationsfähigkeiten sind in jeder Branche wertvoll. Die Nachfrage nach qualifizierten Medienfachleuten steigt im digitalen Zeitalter stetig an. Manche Menschen empfinden den Einfluss von PR-Firmen als recht umstritten. Es ist unerlässlich, unsere Studenten über die ethischen Verantwortlichkeiten des Berufsstandes aufzuklären. Der Hype um Social-Media-Influencer hat die Art und Weise verändert, wie Marken kommunizieren. Wir müssen unsere Schüler darauf vorbereiten, diese neuen Plattformen professionell zu nutzen. Glauben Sie, dass ein Nebenfach in Grafikdesign ein Studium der Öffentlichkeitsarbeit ergänzen würde? Visuelles Storytelling ist ein wesentlicher Bestandteil moderner Unternehmenskommunikationsstrategien. Das würde in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt sicherlich einen Wettbewerbsvorteil bieten. Wir sollten Studierende auch dazu ermutigen, Praktika bei renommierten Agenturen zu absolvieren. Praktische Erfahrung ist in diesem Bereich oft wertvoller als theoretisches Wissen. Ich werde nächsten Monat eine Karrieremesse speziell für die Kommunikationsabteilung organisieren. Das wird eine großartige Gelegenheit für unsere Studierenden sein, potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen. Ich hoffe, Sie ergreifen die Initiative, sich zu vernetzen und aufschlussreiche Fragen zu stellen. Ich werde einen Workshop zum Thema Erstellung eines professionellen Lebenslaufs und Portfolios anbieten. Ihre Fachkenntnisse in diesem Bereich werden für unseren Abschlussjahrgang von großem Nutzen sein. Es ist mir eine Freude, Sie auf Ihrem beruflichen Weg zu unterstützen. Lektion 9: Geführte Touren.
Willkommen zurück. Anna, hat der Ausflug in die Berge deine Erwartungen erfüllt? Es war ein großartiges Erlebnis und ich bin sehr froh, dass ich mich entschieden habe, der Gruppe beizutreten. Fiel es ihnen schwer, sich allein in den abgelegenen Gebieten des Parks zurechtzufinden? Absolut. Der Reiseleiter kümmerte sich um den Transport, so dass ich mir keine Sorgen machen musste, mich zu verlaufen. Das ist ein bedeutender Vorteil, insbesondere in Regionen, in denen das Mobilfunksignal schwach ist. Der Reiseführer bot zudem eine Fülle von Informationen über die einheimische Flora und Fauna. Es besteht ein wachsendes Interesse an Ökotouren, die sich auf Umwelterziehung konzentrieren. Manche Kritiker sehen in dem Hippe um diese Touren eine Form von Greenwashing. Es mag umstritten sein, aber dieses Unternehmen scheint sich wirklich dem Naturschutz verschrieben zu haben. Sie setzen sehr strenge Regeln durch, die das Betreten der ausgewiesenen Wege vorschrieben, um den Boden zu schützen. Beinhaltete die Tour historische Informationen über die Ureinwohner der Region? Ja, wir haben eine historische Stätte besucht und etwas über deren nachhaltige Praktiken erfahren. Das klingt nach einem sehr abwechslungsreichen und kulturell bereichernden Nachmittag. Ich kann diesen Reiseführer jedem, der die Region besucht, wärmstens empfehlen. Ich werde mir überlegen, eine ähnliche Tour zu buchen, wenn ich nächstes Wochenende den Nationalpark besuche. Sie sollten im Voraus buchen, da Ihre Touren bei internationalen Reisenden sehr beliebt sind. Ich werde die Verfügbarkeit im Internet überprüfen, sobald ich wieder in meinem Zimmer bin. Ich bin mir sicher, dass Sie die Erfahrung sowohl lehrreich als auch sehr entspannend finden werden. Vielen Dank für Ihr positives Feedback. Es war mir sehr hilfreich. Lektion 10, Wochenendrückblick. Ich hoffe, du hattest ein produktives und erholsames Wochenende, Anna. Das war genau das, was ich nach einer so anstrengenden Arbeitswoche brauchte. Ich frage mich, wie war es bei Ihnen? Meine war auch entspannend. Hast du das Finale des Tennisturniers gesehen? Ich habe das Spiel nicht gesehen, da ich den größten Teil des Samstagnachmittags mit Gartenarbeit verbracht habe. Das ist eine sehr friedliche Art, seine Zeit zu verbringen und mit der Natur in Kontakt zu treten. Bei Menschen unseres Alters besteht ein zunehmendes Interesse an urbaner Landwirtschaft. Manche Leute finden den Hype um biologisch angebautes Obst und Gemüse etwas übertrieben. Es mag umstritten sein, aber ich glaube, dass es wichtig ist zu wissen, woher unsere Lebensmittel kommen. Ich habe meinen Sonntag mit dem Besuch einer neuen Museumsausstellung verbracht, die der modernen Skulptur gewidmet ist. Ich habe gehört, dass die Ausstellung ziemlich avantgardistisch und in gewisser Weise umstritten ist. Es hat meine Vorstellungen von traditionellen Kunstformen und Materialien definitiv in Frage gestellt. Glauben Sie, dass sich die moderne Kunst zu sehr von der breiten Öffentlichkeit entfremdet? Das ist ein häufiger Kritikpunkt, aber ich fand den Audioguide sehr hilfreich. Ich werde versuchen, das Museum noch vor dem Ende der Ausstellung im nächsten Monat zu besuchen. Wir könnten zusammen hingehen, wenn Sie die einzelnen Stücke genauer besprechen möchten. Das wäre eine wunderbare Idee. Lass uns unsere Termine für das nächste Wochenende überprüfen. Ich stehe Ihnen am Sonntagnachmittag zur Verfügung, falls Ihnen das passt. Das passt mir hervorragend. Ich freue mich auf unseren kulturellen Ausflug. Ich bin froh, dass wir beide Zeit für Entspannung und persönliche Interessen gefunden haben. Lektion 11. Vertrauen aufbauen. Ich habe über die Eigenschaften nachgedacht, die eine Freundschaft über viele Jahre hinweg beständig machen. Ich glaube, dass regelmäßige Kommunikation für eine starke Bindung absolut wichtig ist.
Ich stimme zu, Vertrauen bedeutet, sich in guten wie in schlechten Zeiten aufeinander verlassen zu können. Sie ist das Fundament, auf dem alle gesunden menschlichen Beziehungen aufgebaut sind. In der modernen psychologischen Literatur liegt ein zunehmender Fokus auf der emotionalen Intelligenz. Der Hype um dieses Konzept verdeutlicht, wie wichtig es ist, unsere eigenen Gefühle zu verstehen. Manche finden es kontrovers, Emotionen im beruflichen Umfeld über Logik zu stellen. In einer persönlichen Beziehung ist Empathie jedoch oft wertvoller als reine Vernunft. Glauben Sie, dass Vertrauen vollständig wiederhergestellt werden kann, wenn es einmal erheblich beschädigt wurde? Das ist eine schwierige Frage. Sie erfordert von beiden Seiten viel Mühe und Zeit. Es handelt sich um ein Thema, das häufig in verschiedenen sozialen und philosophischen Foren diskutiert wird. Ich finde, Transparenz ist der effektivste Weg, Missverständnisse zu vermeiden. Ich schätze es sehr, dass wir immer offen und ehrlich miteinander reden können. Es ist selten und wertvoll, einen Freund zu haben, der zuhört, ohne zu urteilen. Ich sehe das genauso und schätze Ihre Sichtweise auf diese komplexen Lebensfragen. Wir sollten uns auch weiterhin gegenseitig unterstützen, während wir unsere jeweiligen Ziele verfolgen. Ich bin fest entschlossen, unsere enge Freundschaft auch in den kommenden Jahren aufrechtzuerhalten. Ich bin dankbar für deine Treue und deine beständige Präsenz in meinem Leben. Es ist mir eine Ehre, dein Freund zu sein, und ich freue mich auf unsere zukünftigen Gespräche. Lektion 12: Schmuck aus Saal. Guten Tag, ich sehe, dass Sie sich auf ein sehr wichtiges Ereignis vorbereiten. Hallo, ich suche Schmuck, der zu meinem Outfit für die Wohltätigkeitsgala heute Abend passt. Das ist ein umwerfendes Seidenkleid. Ich würde etwas Dezentes, aber dennoch Raffiniertes vorschlagen, um den Ausschnitt zu ergänzen. Ich hatte an einen Saphir-Anhänger gedacht, der die Farbe gut zum tiefen Blau des Stoffes passt. Saphire sind derzeit sehr angesagt und würden einem solchen Anlass ein wahrhaft königliches Aussehen verleihen. Glauben Sie, dass Silber oder Gold für diesen speziellen Farbton besser geeignet wäre? Silber oder Weißgold werden oft für kühlere Farbtöne bevorzugt, Gelbgold hingegen ist für seine klassische Wärme bekannt. Es ist eine umstrittene Wahl unter meinen Stylisten, aber ich persönlich bevorzuge den Glanz vom Platinblond. Platin ist ein prachtvolles Metall, das sowohl für Langlebigkeit als auch für zeitlose Eleganz steht. Könnten Sie mir ein paar zusammenpassende Ohrringe zeigen, die nicht zu schwer sind? Absolut, diese tropfenförmigen Diamanten sind leicht und fangen das Licht wunderschön ein, wenn sie sich bewegen. Sie sind wunderschön. Ich muss jedoch darauf achten, dass Sie nicht von der Stickerei auf meinem Mieder ablenken. In der formellen Mode erzielt ein minimalistisches Design oft die größte Wirkung. Ich stimme zu. Lass uns die Saphir-Kette zusammen mit diesen Diamanthusdeckern anprobieren. Die Kombination ist bemerkenswert harmonisch und unterstreicht ihre natürliche Anmut. Ich nehme dieses Set, vorausgesetzt, Sie können den Verschluss bis heute Abend anpassen. Unser Techniker vor Ort kann diese Anpassung innerhalb von 30 Minuten für Sie vornehmen. Das ist ein ausgezeichneter Service. Ich bin mit dieser Auswahl sehr zufrieden. Es ist mir eine Freude, Ihnen bei der Suche nach den perfekten Ornamenten für Ihr Ensemble behilflich zu sein. Lektion 13: Jahrhundert des Wandels. Die Erzählungen der heutigen Bewohner bieten eine einzigartige Perspektive auf das 20. Jahrhundert. Stellen Sie sich all die Veränderungen vor, die Sie erleben würden, wenn Sie 100 Jahre alt würden.
In der Tat, man würde die Entwicklung von der Dampfmaschine bis zur Erforschung des Weltraums miterleben. Ich hatte eine Nachbarin, die 85 Jahre alt war, und sie beschrieb oft die Welt vor dem Internet. Es ist ein kontroverses Thema, ob das rasante Tempo der modernen Technologie unsere Lebensqualität verbessert hat. Manche glauben, es habe die Isolation gefördert, während andere argumentieren, es habe die ganze Welt miteinander verbunden. Der Hype- und die Langlebigkeitsforschung lässt vermuten, dass ein Leben bis 100 Jahre bald alltäglich sein könnte. Das ist ein aktuelles Thema in medizinischen Fachzeitschriften, wobei der Schwerpunkt auf Ernährungs- und Genforschung liegt. Wenn Sie dieses Alter erreicht hätten, welche historische Epoche hätten Sie am liebsten miterlebt? Ich hätte es genossen, die kulturellen Revolutionen der 1960er Jahre aus erster Hand mitzuerleben. Das war gewiss eine Zeit immenser sozialer und künstlerischer Umwälzungen. Meine Nachbarin erwähnte, dass das Gemeinschaftsgefühl in ihrer Jugend viel stärker ausgeprägt war. Wir müssen uns bemühen, diese Geschichten zu bewahren, bevor sie in Vergessenheit geraten. Ich beabsichtige, diese Interviews aufzuzeichnen, um ein digitales Archiv für die Universität zu erstellen. Das ist ein lobenswertes Projekt, von dem viele zukünftige Studenten der Sozialgeschichte profitieren werden. Glauben Sie, dass unsere Generation so widerstandsfähig sein wird wie jene, die die große Depression miterlebt haben? Wir stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen, doch die Widerstandsfähigkeit des Menschen bleibt eine beständige Eigenschaft durch die gesamte Geschichte hindurch. Ich hoffe, meine Gesundheit zu erhalten, damit ich die Innovationen des nächsten Jahrhunderts noch erleben kann. Mit Ihrem Engagement für einen gesunden Lebensstil bin ich sicher, dass Sie noch viele Jahre lang vital bleiben werden. Lektion 14. Tauschschritte. Bevor Sie abreisen, sollten wir Ihre Strategie zur Devisenbeschaffung abschließend festlegen. Ich bin mir unsicher. Ist es besser, einen großen Betrag auf einmal umzutauschen oder in kleineren Schritten? Durch die Überweisung eines größeren Betrags auf einmal kann man oft eine günstigere Transaktionsgebühr sichern. Die Wechselkurse unterliegen jedoch aufgrund globaler Wirtschaftstrends ständigen Schwankungen. Das ist richtig. Es ist eine umstrittene Strategie, den Markt für private Reisen zu dienen. Wenn ich in kleineren Schritten tausche, könnte ich das Risiko einer plötzlichen Währungsabwertung möglicherweise mindern. Das ist eine kluge Vorgehensweise, wenn man Länder mit instabilen wirtschaftlichen Bedingungen besucht. Um digitale Reisekarten, die Echtzeitumrechnungskurse bieten, wird viel Aufhebens gemacht. Das ist zwar eine gängige Lösung, aber man sollte für Notfälle immer etwas Bargeld dabei haben. Glauben Sie, dass traditionelle Banken mit diesen modernen Finanztechnologieanwendungen noch konkurrieren können? Banken bieten ein Maß an Sicherheit und Kundenservice, das vielen digitalen Plattformen fehlt. Ich werde jetzt die Hälfte meines Buckets umtauschen und für den Rest meine digitale Karte verwenden. Das ist eine ausgewogene Strategie, die sowohl physische Sicherheit als auch digitale Flexibilität bietet. Gibt es bestimmte Währungen, die ich für den ersten Teil meiner Reise priorisieren sollte? Sie sollten Ihre Euros und britischen Pfund sofort sichern, da diese derzeit sehr stabil sind. Für meinen Zwischenstopp in Zürich benötige ich außerdem einen geringeren Betrag an Schweizer Franken. Ich habe diese im Tresor vorrätig und kann die Anfrage in wenigen Augenblicken bearbeiten. Vielen Dank für Ihre fachkundige Beratung. Ich fühle mich jetzt viel besser auf meine Reise vorbereitet. Bei der Bewegung auf internationalen Märkten ist ein sorgfältiges Finanzmanagement unerlässlich. Lektion 15. Neue Büros. Der Ausbau des städtischen Verkehrsnetzes hat den Wert dieses Bezirks erheblich gesteigert. Das klingt vielversprechend.
planen Sie, dort neue Büros zu öffnen, um dem Wachstum gerecht zu werden. Mehrere multinationale Konzerne haben bereits langfristige Mietverträge für die im Bau befindlichen Wolkenkratzer unterzeichnet. Dieser Trend lässt darauf schließen, dass die Stadt sich zu einem wichtigen Zentrum für den Technologiesektor entwickelt. Für einige Anwohner, die die steigenden Lebenshaltungskosten befürchten, ist diese Entwicklung umstritten. Der Kapitalzufluss wird jedoch zweifellos die lokale Infrastruktur und die Dienstleistungen verbessern. Der Hype um die Smart Cities Initiative hat Investoren aus aller Welt angelockt. Wir müssen sicherstellen, dass unsere architektonischen Entwürfe sowohl nachhaltig als auch ästhetisch ansprechend sind. Ich habe vorgeschlagen, an der Südfassade des neuen Firmensitzes einen vertikalen Garten anzulegen. Das ist ein Trennmerkmal, das die Biodiversität im städtischen Umfeld fördert. Halten Sie den Bauzeitplan angesichts der aktuellen Lieferkettenverzögerungen für realistisch? Um Komplikationen beim internationalen Versand zu vermeiden, müssen wir möglicherweise einige Materialien lokal beschaffen. Das ist eine logische Lösung, die auch den CO2-Fußabdruck des Projekts reduzieren könnte. Ich werde die lokalen Lieferanten kontaktieren, um deren Produktionskapazität für das nächste Quartal zu erfragen. Bitte prüfen Sie auch, ob die Gemeinde steuerliche Anreize für umweltfreundliche Gebäude bietet. Ich werde heute Abend eine gründliche Überprüfung der neuen Bebauungsgesetze und Finanzvorschriften vornehmen. Ihre Detailgenauigkeit ist für den Erfolg eines so groß angelegten Projekts unerlässlich. Ich bin gespannt, wie diese neuen Bauwerke die Skyline der Stadt verändern werden. Wir spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft dieser urbanen Landschaft. Lektion 16. Geistergeschichten. Das Geräusch des Regens auf dem Dach erinnert mich an unsere Sommer auf dem Land. Ich erinnere mich daran, wie ich in meinem Schlafzimmer saß und Geistergeschichten las, während draußen der Wind heulte. Diese Geschichten waren sehr gruselig. Ein Sturm bot die perfekte Atmosphäre für solche Erzählungen. Erinnerst du dich an die Geschichte vom Geisterlicht im alten, verlassenen Leuchtturm? Ja, wir hatten zu viel Angst, uns dem Gebäude auch nur tagsüber zu nähern. Es ist umstritten, ob Kinder mit solch furchterregenden Folklore konfrontiert werden sollten. Ich glaube, es fördert eine gesunde Fantasie und ein Gefühl des Staunens über das Unbekannte. Der Hype um paranormale Ermittlungssendungen im Fernsehen hat Geistergeschichten wieder populär gemacht. Es handelt sich um ein Trendgenre, obwohl viele der Berichte recht fantasievoll sind und es an Beweisen mangelt. Selbst wenn sie nicht wahr sind, ist der kulturelle Einfluss dieser Legenden unbestreitbar. Für ein wirklich schauriges Erlebnis bevorzuge ich die klassische Literatur des 19. Jahrhunderts. Autoren wie Edgar Allan Poe besaßen die einzigartige Fähigkeit, ein Gefühl tiefen Unbehagens zu erzeugen. Sein Werk ist nach wie vor einflussreich in der Literatur und im modernen filmischen Erzählen. Wir sollten vielleicht unsere eigene Sammlung von Geschichten schreiben, die auf unserer lokalen Geschichte basieren. Das wäre ein faszinierendes kreatives Projekt, dem wir in den Wintermonaten nachgehen könnten. Wir könnten die Ältesten des Dorfes befragen, um authentische lokale Mythen zu sammeln. Es ist wichtig, diese mündlichen Überlieferungen zu dokumentieren, bevor sie von der nächsten Generation vergessen werden. Sobald das Wetter besser ist, werde ich mit dem Entwurf des ersten Kapitels beginnen. Genießen wir heute Abend einfach die Wärme des Feuers und die Ruhe der Hütte. Lektion 17. Vertragsstrafen. Wir müssen sicherstellen, dass das Projekt innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens abgeschlossen wird, um finanzielle Verluste zu vermeiden.
Ich verstehe Ihre Bedenken, aber die Strafen für Verspätungen erscheinen mir übertrieben. Können wir sie halbieren? Das ist eine umstrittene Forderung, da unsere Stakeholder eine Garantie für die pünktliche Lieferung benötigen. Die aktuelle globale Logistikkrise macht jedoch gewisse Verzögerungen für den Auftragnehmer völlig unvermeidbar. Wir könnten eine höhere Gewaltklausel in Betracht ziehen, um Ereignisse abzudecken, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Das ist eine vernünftige Lösung. Ich denke, sie würde für ein deutlich gerechteres Risikoverhältnis sorgen. Nun wollen wir die Qualitätskontrollstandards besprechen, die für die Bauarbeiten angewendet werden. Wir halten uns an die höchsten internationalen Sicherheitsstandards und unterliegen regelmäßigen Kontrollen. Um den neuen umweltfreundlichen Beton, den Sie verwenden möchten, wird viel Aufhebens gemacht. Es handelt sich um einen Trendbaustoff, der die Kohlenstoffemissionen des Bauprozesses deutlich reduziert. Sofern es unsere strengen Anforderungen an die Haltbarkeit erfüllt, sind wir mit seiner Aufnahme einverstanden. Ich werde Ihrem Ingenieurteam die Ergebnisse der Labortests bis morgen Nachmittag zukommen lassen. Bitte fügen Sie für unsere Unterlagen auch die Bescheinigung der Umweltschutzbehörde bei. Ich werde dafür sorgen, dass alle Unterlagen für die endgültige Unterzeichnung vollständig und übersichtlich sind. Wenn wir uns auf die überarbeitete Strafstruktur einigen können, können wir mit der Ausführung des Vertrags fortfahren. Ich bin zuversichtlich, dass wir einen Kompromiss finden können, der unsere beiderseitigen Interessen schützt. Ich schätze Ihre Bereitschaft, diese komplexen Bedingungen auf professionelle Weise zu verhandeln. Es liegt in unserem besten Interesse, von Anfang an eine positive Arbeitsbeziehung aufzubauen. Ich freue mich auf den erfolgreichen Projektstart am 1. des nächsten Monats. Lektion 18. Gemeinsame Anstrengungen. Ich bin erstaunt über die Anzahl der Freiwilligen, die heute Morgen gekommen sind, um beim Pflanzen zu helfen. Es ist ermutigend zu sehen, dass Einzelpersonen für den Planeten aktiv werden. Tatsächlich können gemeinsame Anstrengungen Erfolg haben. Kleine Veränderungen in einer Gemeinde können zu bedeutenden Verschiebungen in der nationalen Umweltpolitik führen. In vielen urbanen Zentren ist ein Trend hin zu einem Leben ohne Abfall zu beobachten. Manche empfinden diesen Lebensstil als kontrovers, da er eine vollständige Umstellung der Konsumgewohnheiten erfordert. Es wird in den Medien stark beworben, aber die praktische Anwendung erfordert viel Engagement. Unser heutiges Ziel ist es, den Kindern zu vermitteln, dass jeder recyklte Gegenstand einen Unterschied macht. Wir sollten auch die Bedeutung der Biodiversität für den Erhalt eines gesunden Ökosystems erläutern. Ich habe eine Reihe einfacher Experimente vorbereitet, um zu demonstrieren, wie die Bodengesundheit das Pflanzenwachstum beeinflusst. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, Ihre Neugier zu wecken und die Liebe zu den Naturwissenschaften zu fördern. Glauben Sie, dass die lokale Regierung mehr Mittel für diese Grünflächen bereitstellen wird? Es besteht eine große öffentliche Nachfrage nach mehr Parks, was den Gemeindehaushalt belastet. Wir müssen uns weiterhin für die Integration der Natur in unsere Stadtplanung einsetzen. Ich schreibe einen Projektvorschlag für eine Dachgarteninitiative im Bereich des öffentlichen Wohnungsbaus. Das würde für frische Lebensmittel sorgen und gleichzeitig den städtischen Wärmeinseleffekt reduzieren. Es ist ein ehrgeiziger Plan, aber die Vorteile für die Umwelt wären wirklich beträchtlich. Ich werde Ihnen bei den technischen Daten zum Thema Wassereinsparung und Bewässerungssysteme behilflich sein. Ihre ingenieurtechnischen Fachkenntnisse sind für den Erfolg dieses Vorhabens von unschätzbarem Wert. Lasst uns mit dem Workshop beginnen, da die Schüler gerade am Gartentor angekommen sind.
Lektion 19. Das Luftfahrträtsel. Die Geschichte der frühen Luftfahrt ist reich an unglaublichen Triumphen und tiefgreifenden Geheimnissen. Tatsächlich sind im Laufe des letzten Jahrhunderts viele tapfere Piloten auf See ums Leben gekommen. Amelia Earharts Tod war eine große Tragödie, aber sie hatte ein aufregendes und einflussreiches Leben geführt. Sie war eine Pionierin, die mit großem Mut die gesellschaftlichen Grenzen ihrer Zeit in Frage stellte. Die Umstände ihres Verschwindens sind unter vielen Historikern nach wie vor ein kontroverses Thema. Es besteht ein wachsendes Interesse an neuen Unterwassersuchmissionen zur Auffindung der Trümmer ihres Flugzeugs. Manche glauben, dass der Hype um diese Expeditionen eher von den Medien als von der Wissenschaft angetrieben wird. Ungeachtet des Motivs würde jede Entdeckung eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte aufklären. Glauben Sie, dass Ihr Vermächtnis junge Frauen weiterhin dazu inspiriert, in den Bereich der Luftfahrt einzusteigen? Absolut, sie bleibt ein Symbol für Unabhängigkeit und das Verfolgen der eigenen Träume trotz aller Widrigkeiten. Ich habe kürzlich eine Theorie gelesen, wonach sie möglicherweise mehrere Wochen auf einer abgelegenen Insel überlebt hat. Das ist eine faszinierende Möglichkeit, auch wenn die Beweislage bestenfalls größtenteils Indizienbeweise sind. Wir müssen unsere wissenschaftlichen Schlussfolgerungen auf überprüfbare Fakten und nicht auf optimistische Spekulationen stützen. Ich stimme zu, allerdings ist es gerade das Menschliche in diesen Geschichten, das die Geschichte so fesselnd macht. Ich beabsichtige, in meiner nächsten historischen Publikation ein Kapitel über das goldene Zeitalter der Luftfahrt aufzunehmen. Ich werde Ihnen einige seltene Fotografien aus den Sondersammlungen unserer Universität zur Verfügung stellen. Das wäre eine wunderbare Ergänzung zum Manuskript. Vielen Dank für das großzügige Angebot. Es ist wichtig, sich an die Menschen zu erinnern, die es wagten, das Unbekannte zu erforschen. Ihr Mut legte den Grundstein für die vernetzte Welt, in der wir heute leben. Lektion 20. Morgendliche Abreise. Wenn wir alle Museen besichtigen möchten, sollten wir so früh wie möglich in der Stadt ankommen. Wie wäre es mit einer Abreise am Morgen? Das würde mir passen. Haben Sie irgendwelche Empfehlungen? Der Expresszug fährt um 7 Uhr ab und kommt an, bevor die Galerien ihre Türen öffnen. Das ist ein perfekter Zeitplan. Er ermöglicht es uns, ein entspanntes Frühstück in der Nähe des Hauptbahnhofs zu genießen. Ich schlage vor, dass wir zuerst das historische Archiv besuchen, das nachmittags sehr voll wird. Gibt es eine aktuelle Ausstellung, die wir während unserer begrenzten Zeit dort unbedingt besuchen sollten? Um die neue digitale Kunstinstallation im Industriegebiet wird viel Aufhebens gemacht. Manche Kritiker finden es kontrovers, traditionelle Gemälde durch immersive Lichtinstallationen zu ersetzen. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, das Technologie mit klassischen künstlerischen Konzepten verbindet. Ich werde die Tickets jetzt online buchen, damit wir nicht lange anstehen müssen. Bitte prüfen Sie, ob es eine Ermäßigung für Studenten oder eine Kombikarte für mehrere Veranstaltungsorte gibt. Ich habe einen Kulturpass gefunden, der Transport und Eintritt zu 5 verschiedenen Sehenswürdigkeiten beinhaltet. Das ist ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird unsere Reise wesentlich effizienter und besser organisiert gestalten. Meinst du, wir sollten auch für den Abend einen Tisch im Restaurant reservieren? Ich habe gehört, dass man vom Bistro am Flussufer bei Sonnenuntergang einen herrlichen Blick auf die Stadt hat. Das klingt nach einem wunderbaren Abschluss unseres Tages voller Entdeckungen und Lernen. Ich kümmere mich um die Zugtickets, während Sie den Tisch für unser Abendessen bestätigen. Ich freue mich schon sehr auf diese Reise. Unser letzter Ausflug ist schon sehr lange her.
Ein Tapetenwechsel ist genau das, was wir brauchen, um vor den Prüfungen unseren Kopf frei zu bekommen. Lektion 21. Packtipps. Ich freue mich für dich. Die Reise über den Atlantik ist für viele ein lebensveränderndes Erlebnis. Ich reise zum ersten Mal nach Europa. Das ist ein Traum, den ich seit meiner Kindheit habe. Eine hervorragende Wahl. Mein Tipp wäre, viel weniger einzupacken, als Sie zunächst für nötig halten. Warum schlägst du das vor? Ich hatte eigentlich vor, mehrere Outfits für verschiedene Anlässe mitzubringen. Sie werden die Bewegungsfreiheit eines einzelnen Handgepäckstücks beim Navigieren durch enge, Kopfsteinpflasterstraßen zu schätzen wissen. Das ist ein beliebter Tipp in vielen Reiseblogs, aber er scheint schwer umzusetzen zu sein. Es ist umstritten, ob das Reisen mit nur einem Gepäckstück für einen Zeitraum von 3 Wochen praktikabel ist. Ich mache mir Sorgen, dass ich etwas Wichtiges vergessen werde, wenn ich keinen großen Koffer mitnehme. Die meisten Dinge, die Sie benötigen, können Sie problemlos in jeder größeren europäischen Stadt kaufen. Ich sollte mich darauf konzentrieren, vielseitige Kleidung mitzunehmen, die man je nach Wetterlage in Schichten tragen kann. Das ist eine kluge Strategie, da das Klima zwischen London und Rom erheblich variieren kann. Haben Sie konkrete Empfehlungen für bequeme Wanderschuhe? Sie sollten in hochwertige Ledersneaker investieren, die sowohl Halt bieten als auch ein edles Aussehen haben. Ich werde heute Nachmittag das Sportgeschäft besuchen, um ein passendes Paar zu finden. Denken Sie daran, die Schuhe vor Ihrer Abreise häufig zu tragen, um sie einzulaufen. Ich benötige außerdem eine sichere Möglichkeit, meinen Reisepass und meine elektronischen Geräte zu transportieren. Eine Umhängetasche mit Diebstahlsicherung ist eine sehr kluge Investition für jeden internationalen Touristen. Vielen Dank für Ihre praktischen Hinweise. Ich fühle mich jetzt viel zuversichtlicher, was meine Vorbereitungen angeht. Ich bin mir sicher, dass Sie ein großartiges Abenteuer erleben werden. Bitte teilen Sie Ihre Fotos mit uns, wenn Sie zurück sind. Lektion 22. Aufräumplan. Wir müssen anerkennen, dass unser gegenwärtiges Lebensumfeld ziemlich unorganisiert geworden ist. Ich stimme zu. Wir sollten alles verschenken, was wir in unserem täglichen Leben nicht mehr nutzen. Das klingt nach einem Plan. Ich werde die Spendenboxen organisieren und entsprechend beschriften. Ist es ein Trend, einen minimalistischen Lebensstil für geistige Klarheit zu pflegen? Um den Minimalismus wird viel Aufhebens gemacht, aber die praktischen Vorteile sind durchaus beträchtlich. Es ist umstritten, ob man sentimentale Gegenstände wegwerfen oder für immer aufbewahren sollte. Ich bin der Meinung, dass wir nur Gegenstände behalten sollten, die einen funktionalen Zweck erfüllen oder echte Freude bereiten. Ich werde zunächst die veralteten elektronischen Geräte aussortieren. Bitte stellen Sie sicher, dass alle sensiblen Daten entfernt werden, bevor wir die Computer spenden. Ich werde heute Nachmittag alle Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Sollten wir Ihrer Meinung nach auch in Erwägung ziehen, einige der wertvolleren Gegenstände online zu verkaufen? Das wäre ein produktiver Weg, einen Teil unserer anfänglichen finanziellen Investitionen wieder hereinzuholen. Ich werde den aktuellen Marktwert der hochwertigen Küchengeräte, die wir besitzen, recherchieren. Ausgezeichnet. Wir können dieses Kapital nutzen, um nachhaltigere Haushaltswaren anzuschaffen. Unser Haus wird sich viel geräumiger anfühlen, sobald dieser Prozess vollständig abgeschlossen ist. Ich freue mich auf die Ruhe einer sauberen und ordentlichen Umgebung. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber die langfristigen Vorteile für unser Wohlbefinden sind es wert. Lasst uns gemeinsam beschließen, die gesamte Küche vor dem Wochenende fertigzustellen.
Ich beginne mit den Oberschränken, während Sie sich auf den Vorratsschrank konzentrieren. Lektion 23. Gesunde Gewohnheiten. Ich habe eine deutliche Verbesserung meines Energieniveaus festgestellt, seit wir unsere Ernährung umgestellt haben. Es ist wichtig, gesunde Essgewohnheiten beizubehalten und gleichzeitig die Vorteile zu nutzen. Darauf ein Hoch, auf einen gesünderen und disziplinierteren Lebensstil für uns beide. In unserem beruflichen Umfeld besteht ein zunehmendes Interesse an pflanzlicher Ernährung. Manche finden, dass der Hype um Superfoods von den Medien etwas übertrieben dargestellt wird. Es ist ein kontroverses Thema, aber der Nährwert von frischen Produkten ist unbestreitbar. Mir ist aufgefallen, dass ich im Büro kein Nachmittagstief mehr erlebe. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Sie verarbeitete Zucker aus Ihrer Morgenroutine gestrichen haben. Sind Sie der Meinung, dass wir auch ein regelmäßiges Morgengymnastikprogramm einführen sollten? Ein täglicher Spaziergang oder eine kurze Yoga-Einheit wären für unsere Konzentration äußerst förderlich. Um diese neue Gewohnheit zu erleichtern, werde ich versuchen, 30 Minuten früher aufzustehen. Ich schließe mich euch an, denn gegenseitige Verantwortung führt im Fitnessbereich oft zu größeren Erfolgen. Wir sollten auch unsere Fortschritte regelmäßig überprüfen, um in den kommenden Monaten motiviert zu bleiben. Ich habe eine Anwendung entdeckt, mit der wir unsere Mahlzeiten und Aktivitäten ganz einfach protokollieren können. Das klingt nach einer sehr effizienten Methode, unsere physikalischen Veränderungen zu überwachen. Ich bin stolz auf das Engagement, das wir bei der Verfolgung unserer persönlichen Gesundheitsziele gezeigt haben. Es ist eine kontinuierliche Reise, die sowohl mentale Stärke als auch körperliche Anstrengung erfordert. Ich bin zuversichtlich, dass wir unser Zielgewicht bis Ende des Jahres erreichen werden. Lasst uns weiterhin gegenseitig dabei unterstützen, diese positiven Lebensentscheidungen zu treffen. Lektion 24. Influencer Marketing. Unser Hauptziel ist es, die Sichtbarkeit unserer neuen Produktlinie in diesem Quartal zu erhöhen. Social Media Marketing ist eine Trendstrategie, die auch für unser Unternehmen funktionieren könnte. Ja, das könnte funktionieren. Wir sollten Influencer finden, die zu unserer Zielgruppe passen. Wir müssen Personen auswählen, deren persönliche Marke mit unseren Unternehmenswerten übereinstimmt. Es ist umstritten, ob eine hohe Anzahl von Followern direkt zu höheren Umsätzen führt. Ich bin der Ansicht, dass Engagement, Raten und Publikumsvertrauen weitaus aussagekräftigere Kennzahlen sind. Um sogenannte Mikroinfluencer, die zwar eine kleinere, aber dafür treuere Anhängerschaft haben, wird viel Aufhebens gemacht. Ich werde eine Liste von 10 Kandidaten zusammenstellen, die sich auf nachhaltige Mode spezialisiert haben. Bitte stellen Sie sicher, dass deren bisherige Partnerschaften nicht mit unserer aktuellen Mission in Konflikt stehen. Ich werde eine gründliche Hintergrundprüfung ihrer öffentlichen Social-Media-Profile durchführen. Sollten wir Ihnen Ihrer Meinung nach einen provisionsbasierten Vertrag oder eine Pauschalgebühr anbieten? Ein leistungsbezogener Anreiz könnte Sie dazu ermutigen, qualitativ hochwertigere Inhalte zu produzieren. Das ist ein logischer Ansatz, um unser Marketingbudget effektiver zu verwalten. Ich werde einen ersten Vorschlag ausarbeiten und diesen an die jeweiligen Management-Teams senden. Wir müssen unsere Erwartungen hinsichtlich der Häufigkeit Ihrer Beiträge sehr präzise formulieren. Ich bin zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit unsere Markenbekanntheit deutlich steigern wird. Ich freue mich darauf, die von Ihnen bis morgen früh ausgewählte Kandidatenliste zu prüfen. Ich werde außerdem einen kurzen Bericht über die prognostizierte Kapitalrendite erstellen. Ihr strategisches Denken ist ein entscheidender Vorteil für das Wachstum dieses Unternehmens. Lektion 25. Markenwerbung.
Die vierteljährlichen Verkaufszahlen deuten darauf hin, dass wir unsere Reichweite auf neue demografische Gruppen ausdehnen müssen. Darüber hinaus sollten wir einen Werbeplan erstellen, um unseren bestehenden Kundenstamm zu revitalisieren. Ja, wir müssen unsere Markenbekanntheit durch eine Multichannel-Werbekampagne steigern. Auf Plattformen wie TikTok und Instagram liegt der Fokus zunehmend auf Videoinhalten. Manche Experten halten den Hype um virales Marketing für eine riskante Investition. Es ist umstritten, aber das Potenzial für ein schnelles Wachstum macht das Unterfangen lohnenswert. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Markenidentität über alle Werbeformate hinweg einheitlich bleibt. Ich werde mich mit der Kreativabteilung abstimmen, um eine neue Werbekampagne zu entwickeln. Sind Sie der Meinung, dass wir anlässlich unseres Jubiläums einen zeitlich begrenzten Rabatt anbieten sollten? Das wäre eine hervorragende Möglichkeit, Erstkäufer zum Ausprobieren unserer Produkte zu animieren. Ich werde die potenziellen Auswirkungen auf unsere Gewinnmargen berechnen, bevor wir fortfahren. Ich habe festgestellt, dass Kunden sehr positiv auf Transparenz in Bezug auf Nachhaltigkeit reagieren. Wir sollten unser Engagement für die Verwendung von recycelten Materialien in unseren Werbematerialien hervorheben. Ich werde in die Präsentation einen Abschnitt über unsere soziale Unternehmensverantwortung aufnehmen. Das wird sicherlich sowohl unsere umweltbewussten Investoren als auch unsere Konsumenten ansprechen. Ich hoffe, der Vorstand genehmigt unser Budget für diese ambitionierte Marketinginitiative. Ich bin sicher, dass Sie den langfristigen Wert einer Stärkung unserer Marktposition erkennen werden. Ich werde die Grafikdesigns für die Kampagne bis zum Ende des Geschäftstages fertigstellen. Ich schätze Ihren Fleiß und Ihre kreativen Beiträge zu diesem Projekt.